Es ist zwar ganz interessant, sich YouTube-Videos zu steuerlichen Gestaltungen im Ausland anzuschauen, aber viel interessanter ist natürlich das echte Leben. Deswegen wollen wir heute mal eine Fallstudie aus unserer Beratung hier anschauen von einem Mandanten, der ins Ausland umgezogen ist, genau genommen nach Thailand und sich hier steuerlich optimiert aufgestellt hat. Grundsätzlich bin ich natürlich für jeden Zuschauer, für jeden Zuhörer unserer YouTube-Videos, unserer Podcasts dankbar, die uns hier geduldig zuhören und sich darüber informieren, was so im Ausland alles steuerlich möglich ist. Und ich hoffe, dass dich das Ganze auch inspiriert und dir Ideen gibt, wie du deine eigene Situation verbessern kannst. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man dann tatsächlich ein solches Vorhaben angeht, wenn man ins Ausland umzieht, wenn man Deutschland, Österreich oder die Schweiz verlässt und sich dann tatsächlich mit den Finanzbehörden, mit der Finanzverwaltung auseinandersetzen muss. Ich würde dir natürlich dort immer raten, dass du hier nicht allein danach gehst, was du bei uns oder anderswo hier auf YouTube erfährst, sondern dich dann eben detailliert von Steuerberatern und Rechtsanwälten beraten lässt, die hier qualifiziert sind. Wir haben in allen Ländern, zu denen wir beraten, vor Ort qualifizierte Steuerberater und Rechtsanwälte, die wir hier hinzuziehen können, die wir unseren Mandanten vermitteln können. Das alles ist natürlich dann auch immer viel komplexer und langwieriger, als man das so in einem YouTube-Video rüberbringen kann. Ich will ja hier nicht stundenlang labern, dann wirst du einschlafen und das wäre ja auch total uninteressant. Heute will ich daher mal in aller Kürze einen echten Fall hier aus der Beratung kurz vorstellen, damit du dir mal so einen Eindruck machen kannst, was es eigentlich bedeutet, wenn man ins Ausland umzieht, was da so für Fallstricke zu berücksichtigen sind und an was man da alles tatsächlich denken muss. Und natürlich auch, was möglicherweise nicht glatt läuft und was Herausforderungen sind. Ich habe mir hier einen Fall ausgesucht, der jetzt nicht besonders komplex ist. Hier geht es jetzt nicht um eine komplexe Unternehmensverlagerung ins Ausland, sondern um einen Mandanten, der nach Thailand umgezogen ist. Der Mandant selbst ist IT-Experte. Er ist angestellt bei einem großen deutschen Unternehmen. Dieses Unternehmen macht mehrere 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist wichtig. Warum? Komme ich nachher noch dazu. Er hat hier gegenüber seinem Arbeitgeber den Wunsch geäußert, dass er gerne in Thailand leben möchte, von Thailand aus gerne weiter für das Unternehmen tätig sein will. Und weil der Arbeitgeber hier die Mitarbeit des Mandanten sehr schätzt, hat man sich bereit erklärt, das für ihn zu ermöglichen und war da auch dann gleich sehr flexibel und hat gesagt, wir können uns verschiedene Dinge vorstellen, zum Beispiel Employer of Record, zum Beispiel Anstellung, zum Beispiel auch eine freiberufliche Tätigkeit oder was auch immer. Wir hatten dann mit dem Mandanten hier eine Beratung vor ungefähr einem Jahr, haben dann natürlich auch hier die üblichen Modelle mal durchgesprochen, denn man liest ja so alles Mögliche im Internet und auf YouTube schaut man sich so einige Videos an. Da kam natürlich gleich das Thema LLC hoch. Du bist freiberuflich, du wohnst in Thailand, arbeitest mit einer LLC. Wenn du unsere Videos kennst, dann weißt du ja, dass ich der ganzen Sache sehr kritisch gegenüberstehe, zumindest für deutsche Staatsbürger. Hier macht man sich dann ganz schnell Probleme, denn hier geht es um die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und natürlich auch in Thailand ist das Ganze problematisch. Warum? Das will ich nachher auch nochmal dann kurz zeigen. Wir sind dann letztlich in der Beratung zu dem Schluss gekommen, dass das sogenannte Long-Term Resident Visa in Thailand hier die beste Möglichkeit für den Mandanten ist. Das Long-Term Resident Visa ist eine relativ neue Visumskategorie in Thailand. Wir haben ja auch schon in anderem Kontext vielfach darüber gesprochen. Es gibt hier verschiedene Kategorien von sogenannten Long-Term Residents, zum Beispiel Pensionäre, zum Beispiel High Net Worth Individuals oder auch Personen, die jetzt zum Beispiel vor Ort in Thailand für Arbeitgeber, insbesondere in der Forschung, arbeiten wollen. Und dann gibt es eben auch jene, die hier als Angestellte nach Thailand kommen, aber eben für einen ausländischen Arbeitgeber arbeiten. Hier ist es neben anderen Bedingungen wichtig, dass es sich um ein tatsächliches Anstellungsverhältnis handelt, also um eine freiberufliche Tätigkeit kann es nicht gehen. Und es ist auch geregelt, dass dies nur mit großen Unternehmen funktioniert. Ja, eine seltsame Regelung. Also
Das Unternehmen muss entweder an der Börse gelistet sein oder es muss mindestens einen kombinierten Umsatz von 150 Millionen US-Dollar in den letzten 3 Jahren gemacht haben. Es geht hier um die sogenannte LTA, also Long-Term Resident Visa Kategorie Work from Thailand Professionals. Man muss außerdem $80.000 im Jahr verdienen, 5 Jahre Berufserfahrung haben und es darf sich nicht um ein Unternehmen im Non-Profit-Bereich oder um Regierungsorganisationen handeln. Hier ist wichtig zu verstehen, dass es nicht um eine Entsendung geht. Ja, also der Mitarbeiter ist kein Entsandter, kein Expat, sondern er geht hier freiwillig auf eigene Initiative nach Thailand und der Arbeitgeber unterstützt ihn dabei. Er entsendet ihn aber nicht. Dieses Long-Term Resident Visa ist insgesamt für 10 Jahre gültig, 2 mal 5 Jahre. Sehr wichtig, wir haben ja schon in manchen Videos gehört, dass die steuerliche Situation in Thailand sich hier zunehmend verschlechtert hat und die Steuervorteile, die es bis vor kurzem in Thailand gab, so langsam verschwinden. Aber mit diesem Long-Term Resident Visa ist es tatsächlich so, dass hier die alte steuerliche Regelung erhalten bleibt. Das heißt also, wenn du dein ausländisches Einkommen nicht nach Thailand im gleichen Jahr, wo du es verdient hast, ausbezahlst, sondern erst im Jahr darauf, dann ist es in Thailand steuerfrei. Das kann also möglicherweise für dich sehr interessant sein. Gut, also unser Mandant hat all diese Punkte dann hier seinem Arbeitgeber vorgetragen und der Arbeitgeber hat sich hier bereit erklärt, den Mandanten zu unterstützen. Das ist natürlich sehr schön. Es ist sehr gut, wenn du dem Arbeitgeber so viel bedeutest, dass er bereit ist, hier einen gewissen Aufwand zu machen. Und ein Aufwand ist es natürlich, denn was der Arbeitgeber dann als nächstes gemacht hat, ist, er hat hier seine Haus- und Hofrechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer damit beauftragt, das Ganze mal zu prüfen, ob das überhaupt aus deutscher Sicht so machbar wäre und ob das Unternehmen hier ein Risiko eingeht. Es gibt ja hier verschiedene potenzielle Risiken. Zum Beispiel wäre ja ein Risiko, dass das Unternehmen in Deutschland weiterhin hier Steuer einbehalten muss für das Gehalt. Und wenn es dann das nicht tut, dann ist es hier möglicherweise in Verzug. Ein weiteres Risiko wäre, dass der Mitarbeiter, der in Thailand für das Unternehmen arbeitet, eine Betriebsstätte dort auslöst. Dann sind möglicherweise Unternehmensgewinne in Thailand steuerpflichtig. Das muss man also hier ordentlich prüfen und du kannst dir vorstellen, dass gerade ein großes Unternehmen hier ja potenziell einiges zu verlieren hat oder dass zumindest hier große Beträge auf dem Spiel stehen. Also wie gesagt, die Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer des Arbeitgebers unseres Mandanten haben dies geprüft. Das ist sehr großzügig. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, eine solche Prüfung durch eine solche Kanzlei kostet mal locker eben 10.000 Euro. Die haben das Geld in die Hand genommen, die haben das prüfen lassen und die Anwälte bzw. Wirtschaftsprüfer haben gesagt, ja, das ist so aus unserer Sicht möglich. Das lässt sich so machen. Ein Risiko geht das Unternehmen nicht ein. Eine Betriebsstätte wird in Thailand nicht ausgelöst werden, denn der Mitarbeiter ist ja kein leitender Mitarbeiter und nur in Anführungszeichen in der IT tätig. Steuern sind in Deutschland dann auch nicht mehr einzubehalten. Hier wollen wir uns mal eben das Doppelbesteuerungsabkommen anschauen. Hier, das ist noch ein so richtig altes aus den 60er Jahren. Das sind ja meistens die besten. Ich gehe jetzt mal hier eben zum Artikel 14 meiner Meinung nach. Da sind nämlich Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit definiert. Vorbehaltlich der Artikel 15, 16, 17 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person für unselbstständige oder selbstständige Arbeit einschließlich einer freiberuflichen Tätigkeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden. Es sei denn, dass die Arbeit in dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in diesem anderen Staat besteuert werden. Also es ist ganz klar, Einkünfte hier aus einer unselbstständigen Tätigkeit, die in Thailand ausgeführt werden und hier natürlich auch unter der Annahme, dass der entsprechende Angestellte mehr als 183 Tage in Thailand ist, das wird nämlich dann hier weiter unten noch geregelt, sind in Thailand zu besteuern gemäß diesem Doppelbesteuerungsabkommen. Der deutsche Staat hat kein Recht mehr hier noch zuzugreifen. Dies haben dann auch die Anwälte bzw. Wirtschaftsprüfer mit den deutschen Finanzbehörden, mit der deutschen Finanzverwaltung so abgeklärt und tatsächlich
kam dann von dort der verbindliche Bescheid, dass hier dem Mitarbeiter in Thailand, unserem Mandanten, das Gehalt brutto überwiesen werden kann. In Deutschland muss kein Steuerabzug mehr stattfinden. So, das ist nun ein sehr wichtiger Punkt. Du hast ja schon vielfach von der erweitert beschränkten Steuerpflicht gehört, über die wir hier berichtet haben. Jetzt schauen wir uns mal an, ob hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht überhaupt grundsätzlich greifen würde, und wir stellen fest, sie wird greifen. Denn erstens ist Thailand ein Niedrigsteuerland gemäß der Definition in § 2 des Außensteuergesetzes. Denn Thailand mag zwar an sich keine niedrigen Steuern haben, habe ich aber hier eine bestimmte Vorteilsregel, die ich als Ausländer in Anspruch nehmen kann, nämlich dass ich ausländische Einkünfte nicht nach Thailand reinbringe. Dann nutze ich also eine sogenannte Vorzugsbesteuerung aus, damit ich keine Steuern bezahlen muss. Dann liegt hier ein Niedrigsteuerland vor. Und da der Mandant ja weiterhin deutsche Einkünfte hat, und zwar Einkünfte über 62.000 Euro, würde er eigentlich hier unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, da ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, fällt er nicht darunter. Denn die DBAs, die Doppelbesteuerungsabkommen, sind internationales Recht, sind völkerrechtlich hier verbindlich, und die trumpfen immer nationales Recht. Hier siehst du also den Vorteil eines DBAs. Das heißt, in genau der gleichen Situation in einem anderen Land, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagen wir mal, der Mandant würde jetzt nach Dubai umziehen und würde genau das Gleiche von Dubai aus machen, wäre dort angestellt, dann würde das Gehalt in Deutschland besteuert werden. Aber weil er in Thailand lebt und dort dieses DBA existiert, deswegen wird ihm in Deutschland keine Steuer abgezogen, obwohl er auch in Thailand in Kombination mit diesem LTR-Visum keine Steuern auf die Einkünfte bezahlen muss. So, die thailändische Seite schauen wir uns jetzt eben hier nochmal an. In dem sogenannten Royal Decree, also in dem königlichen Beschluss zu dem Long-Term Resident Visum. Diese Draft-Version bezieht sich jetzt darauf, dass die englische Version leider nur als Draft hier verfügbar ist. Hier geht es also um das Long-Term Resident Visum und welche steuerlichen Vorteile hiermit dem Inhaber eingeräumt werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es hier verschiedene Kategorien des Visums gibt. So, jetzt sind wir hier bei Section 5, und bei dieser Section 5 geht es nämlich dann um die Visumskategorie, die auch unser Mandant innehat, nämlich Work from Thailand Professional. So, Section 5, Income Tax under Part 2 of Chapter 3, in Title 2 of the Revenue Code shall be exempted for a foreigner categorized as wealthy global citizens, wealthy pensioner, or work from home Thailand professional who is granted a long-term resident visa under immigration law for assessable income under Section 40 of the Revenue Code derived in the previous tax year from, so, also wichtig, hier ist das, was ich vorhin gesagt habe, er muss keine Steuern bezahlen auf Einnahmen aus dem vorherigen Steuerjahr, die er nach Thailand ausschüttet. Es werden nur Einkünfte besteuert, die im Verdienstjahr nach Thailand ausgeschüttet werden. Wenn sie im folgenden Kalenderjahr nach Thailand ausgeschüttet werden, sind sie nicht steuerpflichtig. Das heißt, der Arbeitgeber bezahlt also auf ein ausländisches Konto des Mandanten in Deutschland oder bei Wise oder sonst irgendwo. Der Arbeitnehmer in Thailand lebt ein Jahr von seinen Ersparnissen, und im nächsten Steuerjahr kann er dann das im vorherigen Jahr verdiente Geld nach Thailand reinbringen, ohne Steuern zahlen zu müssen. So, und das gilt eben für Einkünfte aus Employment, from a business carried on abroad or from a property situated abroad and brought into Thailand. Also entweder von Einkünften aus einer Anstellung oder von einem Gewerbe, das im Ausland betrieben wurde. Ganz wichtig, from a business carried on abroad. Und jetzt bin ich hier beim Thema LLC. Würde ich von Thailand aus die LLC betreiben, wäre ich von Thailand aus gewerblich tätig, als Einzelunternehmer zum Beispiel. Selbst wenn ich das nicht in Thailand melde, würde ich hier nicht drunter fallen unter diese Steuerfreiheit des LTA-Visums.
Aber diese Ergänzung, zum Beispiel abroad, steht ja letztlich hier bei Employment nicht dahinter. Das heißt also, jemand, der als Long-Term Resident hier employed ist in Thailand und selbst wenn er von Thailand aus arbeitet für den ausländischen Arbeitgeber, der ist eben hier dann von den Steuern befreit. Soweit, so gut. Unser Mandant war also happy oder ist besser gesagt happy, wohnt in Thailand, bekommt die Einnahmen aus Deutschland steuerfrei bezahlt, hat in Deutschland nichts zu befürchten. Nun gibt es aber natürlich noch einige Fragen in Thailand zu beantworten. Also, erste Frage zum Beispiel, muss man eine Steuererklärung einreichen, wenn man dieses LTR-Visum hat? Muss man ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat in Thailand anfordern und dies möglicherweise in Deutschland vorlegen? Braucht man also auch eine thailändische Steuernummer? Hierzu hat der Mandant dann einen Steuerberater in Thailand kontaktiert, den er entsprechend irgendwo online gefunden hat. Und dann war er zunächst mal schockiert, denn dieser Steuerberater sagte ihm, naja, LTR-Visum, ob das jetzt hier tatsächlich alles noch steuerfrei ist, ob jetzt hier diese Einkünfte, für die du vor Ort in Thailand arbeitest, tatsächlich Auslandseinkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind. Das muss man natürlich alles nochmal genau prüfen, ob das nun wirklich so ist. Das könne man nun wirklich nicht sagen. Hat hier also für extrem große Verunsicherung gesorgt. Und das ist nun etwas, das man in solchen Ländern wie zum Beispiel Thailand oder auch in anderen Ländern leider immer wieder erwarten muss und wodurch man sich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen darf. Gerade mit den steuerlichen Veränderungen, die es in Thailand in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gegeben hat, ist hier auch die Unsicherheit auf Seiten der sogenannten Experten natürlich ziemlich groß. Viele Experten, ganz ehrlich, natürlich sehen auch hier eine Riesenmöglichkeit, ohne Ende Geld zu machen. Das heißt, sie sagen mal eben, ich muss mal hier den ganzen Sachverhalt nochmal prüfen, gib mir mal eben 5.000 und dann kann ich dir hinterher die Antwort sagen. Das sind natürlich alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Und auch natürlich, wenn man die Behörden anfragt, gibt es wiederum dann unterschiedliche Meinungen, je nach dem Ansprechpartner, mit dem man spricht. Man kann ja Deutschland für relativ viel kritisieren, was jetzt hier die Finanzverwaltung anbelangt. Aber die Verbindlichkeit in Deutschland ist natürlich ziemlich hoch. Ja? Aber eine solche Verbindlichkeit gibt es im Ausland nicht immer. Und gerade hier in Thailand ist das mitunter auch ein Problem. So, wir haben dann zu dieser Situation natürlich mit dem Mandanten gesprochen. Wie gesagt, er hatte natürlich auch hier das Backup eigentlich der thailändischen Behörde, denn dort, wo er das Visum bekommen hat, dort wurde ihm ganz klar explizit gesagt, diese Einkünfte seien steuerfrei. Also er war jetzt hier schon einigermaßen zuversichtlich, dass das dann auch so sein wird, wollte aber eben hier nochmal die Bestätigung dann eines entsprechenden lokalen steuerlichen Experten haben. So, man kann dann eben hier im Grunde genommen andere Experten online raussuchen. Ich würde hier immer auch zu namhaften, möglicherweise auch großen Kanzleien raten, denn die haben dann tatsächlich auch das internationale Fachwissen in diesen Ländern. Ja. Und das genau hat der Mandant dann auch getan. Ja. So, aber wie gesagt, man muss eben letztlich damit leben können, dass es in solchen Ländern möglicherweise Grauzonen gibt oder dass eben solche Sachverhalte auch sehr viel später erst geregelt werden. Wir hatten ja schon einige Videos zum Thema Thailand gemacht. Hier hatte ich darauf hingewiesen, dass es natürlich hinsichtlich der neuen steuerlichen Regelungen in Thailand, was jetzt die Ausschüttung nach Thailand betrifft, sehr viele Fragen gibt, zum Beispiel hinsichtlich Debitkarten, Kreditkarten, Darlehen und so weiter und so fort. Vieles ist da noch nicht geklärt, ja, aus thailändischer Seite. Jetzt gibt es ja auch eine neue thailändische Regierung. Muss man sehen, ob da dann irgendwas anders ist. Aber vielfach lässt sich halt dann nicht immer hundertprozentig sofort eine befriedigende Lösung finden. Und man hat eben auch Rechtsexperten, die hier dann unterschiedliche Meinungen haben. Das ist dann eben auch tatsächlich die Realität, die einem in solchen Ländern begegnet. Aber jetzt hier im Falle dieses Mandanten sprachen eben so viele Faktoren auch hier für die entsprechende steuerliche Einordnung
wie ich sie jetzt auch hier in diesem Video dargelegt habe, dass ja im Grunde genommen am Ende auch dann kein Zweifel mehr an der Regelung bestand. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass vielleicht in einigen Jahren in Thailand hier die Regierung zu einem anderen Schluss kommt und manche Dinge hier anders auslegt. Ich meine, die steuerlichen Änderungen, die jetzt hier vor kurzem in Kraft getreten sind, das sind Regelungen, die gibt es schon seit 40, 50 Jahren und jetzt auf einmal werden sie anders interpretiert. Wenn man so eine hohe Verbindlichkeit will, wie zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann kann man eben in manche Länder nicht umziehen. Da ist es halt auch vielfach immer eine Abwägungsfrage. Soweit unsere Fallstudie hier zu einem ganz konkreten Mandat. Ich hoffe, das war für dich erleuchtend. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du hast eine bessere Vorstellung, wie solche Dinge hier abgeklärt werden müssen, wie man sich hier einem Ergebnis nähert und auch eben, was es für Fallstricke gibt und auch offene Fragen und wie sie behandelt werden. Wenn auch du vorhast, ins Ausland umzuziehen, die steuerlich zu optimieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als das, was ich jetzt hier in diesem Video beschrieben habe. Wir helfen Mandanten ins Ausland umzuziehen, die optimale steuerliche Lösung für sie zu finden, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.